Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema Silber setzt zum finalen Anstieg an. Disclaimer. Am Freitag stieg Silber bis zum Handelsschluss auf 24,18 $, ein Plus von 1,49% und übertraf damit Gold deutlich, das nur 0,12% anstieg. Wenn diese Outperformance von Silber anhält, womit auch das Gold-Silber-Ratio sinkt, befinden wir uns mitten im Goldaktienbullenmarkt. GDXJ und GDX stiegen am Freitag ebenfalls um 1,26% und 1,28%. Ein Zeichen, dass Goldaktien mit Silber steigen, wie in unseren Videos immer wieder darauf hingewiesen wurde. Für eine finale dritte Welle nach 2016 und 2020/21 ist nun aber ein Einstieg auf 31 bis 32 $, im weiteren Verlauf auf 42 $ unsere Zielmarken, die in 8 Monaten erreicht werden sollen, dem Ende der Saisonalität von Silber, Ende Februar 2024. Dass sich Junior Penny Goldaktien bei einer der zu erwartenden Silberpreisentwicklung verhundertfachen können, sollte nicht vernachlässigt werden. Denn in einer solchen Phase gehen Goldaktien gewöhnlich immer explosionsartig durch die Decke, wer das aus der Vergangenheit kennt, wird dies nicht in Abrede stellen. Nur in den letzten Jahren wurden die Anleger von solchen Preisentwicklungen auf die Probe gestellt und immer wieder durch Drückung die Stimmung unten gehalten, statt sie als Chance zu begreifen. Denn niemand sollte sich an finalen Kursanstiege erinnern, die diese selten extreme Gewinne hervorbringen können. Dass einzelne Goldaktien bereits den Anstieg begonnen haben, sehen nur die wenigsten als Indikatoren für den bevorstehenden Bullenmarkt. Ja, das ist, denke ich mal, diese Korrelation ist ganz klar. Die hatte ich jetzt heute mal vom anderen Statisten auch noch gelesen, dass eben die Performance von Goldaktien im Bullenmarkt ultimativ an Silber hängt. Und einer der Gründe, dass zum Beispiel seit 2016 eigentlich, es sieht sehr schlecht aus, 2011 im Grunde genommen sehr schlecht aussieht mit Goldaktien, ist eben, dass eben die Unterperformance von Silber. Und wenn aber jetzt, wie die Statisten glauben, Silber Richtung 42 $ steigt, dann dreht es natürlich alles um. Genau das könnte dann diesen extrem unterbewerteten Goldaktienmarkt zum Anstieg bringen. Und dann viele Aktien, die wirklich im Prinzip am Boden sind, eigentlich kaum noch eine Bewertung haben, könnten dann wieder zu den Lebenden kommen. Und das heißt, es kann dann tatsächlich passieren, dass von wenigen von wenigen Pennies oder wenigen Cents diese Aktien auf 1 $ oder mehr steigen können. Wir haben das jetzt bei Solis beispielsweise gesehen. Da ging es von 4 Cent auf über 1 $ innerhalb von ganz kurzen Zeit. Natürlich sind noch Sonderfälle, aber ich denke mal, das sind Vorläufer, die für diesen Boom im Rohstoffsektor sprechen. Also es ist eine ganz unglaubliche Chance. Und gerade bevor diese Anstiege losgehen, wird mittels massiver Drückung und auch psychologischer Beeinflussung nochmal die Stimmung dementsprechend runtergefahren, dass so wenig Leute wie möglich an dieser kommenden Rallye mit bei sind. Also einer der sichersten Sachen, denke ich mal, ist jetzt ein Anstieg von Silber Richtung 32 $ und dann in Folge auf 42 $. Und das im Zusammenhang dürfte enormes Aufwärtspotenzial für Goldaktien freisetzen. Ja, hier ein angehender Silberproduzent, der operiert in Peru und Kanada. Das Betani-Silberprojekt befindet sich in Zentralperu im nordwestlichen Teil des Departements Huancavelica, etwa 316 Kilometer von Lima entfernt. Das Projekt umfasst 4 Konzessionen mit einer Gesamtfläche von 1750 Hektar, die ganzjährig über eine 4-stündige Fahrt von der Stadt Huanaco aus erreichbar sind. Ja, also das Projekt hat ungefähr 10 Millionen Unzen, hier 4,1 Millionen Silber indicated und Infrared 5,6 Millionen. Und das ist hochgradiges Silber. Sie sehen das 332 Gramm pro Tonne im Schnitt und bis 451 Gramm pro Tonne im Schnitt. Es wird anvisiert, eine Silberproduktion von diesem Projekt aus von 1,37 Millionen Unzen pro Jahr.
Dann haben sie eben noch das Projekt Silver Kings. Das befindet sich im Nordontaриos produktiven Silberbergbaulager in der Nähe der historischen Bergbaustadt Cobalt, Ontario. Das Projekt umfasst 16.000 Hektar und beherbergt etwa ein Sechstel der gesamten historischen Silberproduktion, 550 Millionen Unzen. Ja, die auf dem konsolidierten Grundstück produziert wurden. Das Projekt CARE bei Silver Kings befindet sich innerhalb eines 900 Hektar großen Landpakets, das mehrere historische Silberminen umfasst. Crown Reserve, Cairn Lake, Lawson, Drumroad, Connisil, Hargave, Silver Leaf und Bailey. Zwischen 1905 und 1970 produzierten diese Minen über 50 Millionen Unzen Silber und 900.000 Pfund Kobalt. Was ganz wichtig zu wissen ist, dass es in der Nähe dieses Kobaltgebiet, die Stadt heißt ja auch Cobalt da in Ontario, und Kobalt ist immer eine Indikation, dass in der Nähe ganz, ganz, ganz hochgradiges Silber meist vorhanden ist. Hier in dem Fall wurden sogar 1300 Unzen pro Tonne Silber identifiziert, beziehungsweise hier 40.000 Gramm pro Tonne Silber, muss man sich mal vorstellen, was für eine riesige Menge ist. Und das kann natürlich ab irgendeinem Punkt die Fantasie der Anleger, was es meiner Meinung nach teilweise schon hat, für solche derartigen Aktien anfachen. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn wir in den Silberboom kommen und es kommen dann solche Bohrergebnisse und Ressourcenerweiterung und. Also ich schätze, dieses ganze Gebiet hat mindestens 20 Millionen Unzen, also das in Peru, die haben ja schon 10 Millionen, aber auch eben diese beiden da in Ontario, absolut hochgradiges Silber, vermutlich aber noch viel, viel mehr. Sie sehen ja, dass das auf sozusagen ein Sechstel des Gebiets mit der historischen Silberproduktion sitzt. Allein das könnte viel sein. Oder das untere Gebiet mit den 50 Millionen Unzen und 9 Millionen Pfund Kobalt, die da produziert wird. Möglicherweise hat das noch viel, viel mehr. Also meiner Meinung nach ist es ein ganz interessantes Unternehmen. Produktion ist, wie gesagt, anvisiert und mit Kanada haben sie auch eben sehr gute Rechtsgebiete drin. Und das könnte zum Beispiel irgendwelche potenziellen Probleme mit Peru ausgleichen. Die Chartdynamik sieht meiner Meinung nach sehr gut aus. Sie sehen ja, wie das Unternehmen reagiert hat hier seit März und dann diesen Rückgang, den wir aktuell leiden musste. Aber ich denke mal, dieser Rückgang ist abgeschlossen und es dürfte sehr schnell wieder auf das alte hochgehen und dann natürlich hinaus in den Mehr-Dollar-Bereich, wo es jetzt zum Beispiel 2019 oder 2018 auch war. Meiner Meinung nach eine ganz interessante Aktie, sich mal anzusehen, sollte man sicherlich kennen. Wie immer natürlich auch keine Kaufempfehlung, aber ich möchte einfach mal aufzeigen, was für 1A Silberunternehmen existieren, die im Prinzip so gar nicht bekannt sind. Ja, Gold steigt analog der 1970er Jahre von 2.000 $ auf 8.500 $. Das glaubt momentan kein Mensch. Die Stimmung ist runter. Es gibt Leute, die glauben, jetzt geht die Hightech-Rallye beispielsweise weiter, etc. Gold wird überhaupt keine Rolle spielen und so. Kann man glauben. Ich denke nicht. Ich denke, es wird der Boden bereitet für einen Mega-Anstieg. Die Charts geben es meiner Meinung nach her, weil die Chartsituation aktuell ist ähnlich der 1970er, 1980er Jahre, wo eben hier Gold auch von 35 $ auf 200 $ ging, dann auf 100 korrigiert hat, sich rangearbeitet hat. Dann sozusagen hier nochmal wurde die Geduld der Anleger und die Ausdauer nochmal getestet. Ich denke mal, da sind viele von diesem Zug abgesprungen und Sie sehen ja, was danach kam. Die Vervierfachung von Gold. Das sage ich jetzt nicht, dass das kommt, aber es sieht einfach eben ähnlich aus. Und ich nehme auch nicht an, dass Sie uns diese 8.500 $ geben, sondern versuchen einzuschreiten, das Ganze dann mit ihren vielen technischen Mitteln, Derivaten etc. bei 2.500, 3.000 festzuhalten und dann irgendwelche anderen Maßnahmen versuchen. Aber allein schon diese Anpassung bedeutet eine exorbitante Gold- und Silberaktienrallye, die absolut interessant sein könnte und die im Prinzip vergleichbar ist mit dieser alten Gold- und Silberaktienrallye. Hier sehen Sie die Werte damals von den 1970er Jahren. Einige Beispiele: 5 Cent auf 19 $, 10 Cent auf 36 $, auf 1.000 $ konnten mehrere 100.000 $ gemacht werden. Und natürlich träumt man von, als potenzieller Anleger auch von solchen Ergebnissen, die vorliegen. Und meiner Meinung nach, die Zutaten sind da. Die Chartsituation ist ähnlich, die Unterbewertung von Gold- und Silberaktien ist exorbitant, wie sie vermutlich hier in den 70er Jahren, ich habe da jetzt keine weiteren Zahlen drüber, vermutlich niemals gewesen ist.
Ja, also was liegt vor uns? Eben dieser moderate Anstieg hier auf Gold 2400, Silber 42, was wir ja glauben. Das setzt dann genau wie 2010 hier diese Goldaktienrallye raus. Da ging es ja in einem Jahr hier, also Gold- und Silberaktienrallye, da ging ja Silber von 17 Dollar auf 50 Dollar in gut einem Jahr, 2010 im Wesentlichen. Und das hatte ja dann zu einer Gold- und Silberaktienrallye zur Folge. Und Sie sehen ja, wie einige Aktien dann auf solche Rallye reagieren. Hier von 2 Cent, hier ein Projektgenerator aus Kalifornien, Schwerpunkt Kupfer, Gold, Silber als Nebenprodukt von 2 Cent auf 36 Cent. Und ja, wenn eine ähnliche Situation jetzt als Silber auf 42, was wir ja vermuten, früher oder später steigt, hoffen wir auf ein ähnliches Verhalten dieser Penny Gold- und Silberaktien. Ja, es ist eben die Unterbewertung, das uns in diesen Markt treibt. Das zugegebenerweise schon seit Jahren, und wir glauben eigentlich, dass es jetzt, und wie diese Statisten ja hier im Übrigen auch, dass es sich das eruptionsartig diese Unterbewertung dann ändert, dass es sozusagen zurückschnappt und in den Medienbereich geht, also dass es die Goldaktien allgemein mit Gold verglichen. Sie sehen, der Boden gefunden, Fallhöhe gibt es nicht mehr. Der Statist denkt auch, das geht jetzt eruptionsartig hoch. Genauso auch das Bewertungsunterschied zwischen Junior- und Senior-Aktien. Auch das kann eruptionsartig abgebaut werden wie zum Jahr 2002. Also mindestens 2 Gründe, warum Gold- und Silberaktien steigen sollten. Ja, wie hätte man 1970 den Goldaktienbullenmarkt optimal gespielt? Man hätte im Grunde genommen einfach immer Gold- und Silberaktien kaufen müssen, auch sage ich mal die schlechten Zeiten aussitzen müssen, nachkaufen müssen, im Prinzip meiner Meinung nach genau wie jetzt. Und was dann passiert, dann kam dann schließlich dann doch der Goldboom bis 1979 bis 1980, und viele Aktien sind um das mehr als hundertfache gestiegen. Und hätte man sich gut positioniert, hätte man sicherlich da massiv gewonnen. Also nehmen wir einfach mal an, wir hätten 50 Dollar investiert, die hätte es sich verhundertfacht. Und es ist ja eben so, wenn der Goldboom am höchsten ist und alle Gold um jeden Preis halten, dann kommt die Zeit der Standardaktien, der Tech-Aktien, ich würde mal sagen, in den Zusammenhang der neuen Tech-Aktien, die dann das neue Zeitalter gebiert sozusagen. Damals war es Microsoft Informationstechnologie, aber auch einfach nur Top-Standardaktien haben inflationsfreies Wachstum generiert, und man wäre einfach mit einem 50 $ Investment in Goldaktien und dann in Berkshire Hathaway bis 1999 hätte man 1 Million gemacht. Also das ist jetzt einfach der Rückblick, wie man ganz bequem und ganz easy das damals partizipiert hat. Klar, hinterher ist man immer klüger, aber möglicherweise hilft uns dieser Blick in die Vergangenheit auch für die Zukunft. Ereignis 2, Ereignis 3. Es ist so, wenn die Gold- und Silberaktien steigen, kann man das auch als Krisenbarometer sehen. Es kann natürlich sein, dass bei den Minen eingegriffen wird mit extra Steuern, Abgaben, äh, who knows was. Und aber auch das einheimische Bankensystem könnte instabiler können. Es könnte zu Auszahlungsgrenzen kommen. Vielleicht kann man die Depots nicht mehr handeln, weil das ganze Finanzsystem ins Chaos gerät. Es ist schwierig, es ist riesig. Ich will es nicht an den Teufel an die Wand malen, aber ich will einfach sagen, das Risiko nimmt einfach zu, und man muss einfach seine Gewinne dann relativ im Vorfeld in mehr Gold und Silber wechseln, um auf der sicheren Seite meines Erachtens zu sein. Und dann irgendwann kommt ja dieser ökonomische Tiefpunkt. 1980 war das so, Gold 850, Dow Jones 1, also 850, die haben sich also bei 1:1 getroffen. Jetzt muss man noch 14 Unzen zahlen, wenn man einen Dow kriegt, damals aber nur 1. Und dieser Punkt kommt irgendwann, und Mike Maloney hat nachgewiesen, dass man 1980 für 500 Unzen Silber ein ganzes Standardhaus kaufen konnte in Amerika. So, wenn das jetzt kommt, die erwarten ja hier im Wesentlichen, dass es eigentlich mindestens doppelt so tief geht, dann würde man eigentlich die Prognose ableiten, dass es diesmal ein Standardhaus für 250 Unzen Silber gibt. Es ist einfach unglaubliche Aussage, aber gut, wir müssen uns ja an die langfristigen Charts halten. Es ist flankiert mit den Aussagen von Mike Maloney, Egon von Kreatz, und ich denke, am Ende kommt es so, aber da sind wir noch nicht. Wir haben jetzt erstmal meines Erachtens einen moderaten Anstieg, Gold- und Silberaktienrallye, damit macht man überproportionale Gewinne ein.
Fazit, ja. Multiplikation der Gewinne aus den Ereignissen. Es ist so, die Welt ist derartig verzerrt, dass man einfach meines Erachtens nicht konventionell investieren kann. Die Schulden sind zu groß. Wenn das implodiert, hat das Auswirkungen auf die Realwirtschaft. Die geht dann flach. Da dreht sich nichts mehr. Das heißt, und das Positive ist, erzeugt niedrige Preise. Aber die Leute wollen natürlich ihre Kaufkraft, ihre Währung nicht verlieren. Das ganze gedruckte Geld, wissen Sie, ist in den Derivaten, Staatsanleihen, Bankensektor, das wird irgendwann in die Realwirtschaft eintreten. Und je mehr die Leute das kriegen, desto mehr werden sie in Gold und Silber flüchten, um Kaufkraft zu retten. Das wird zu einer extremen Mania vermutlich ausweisen um jeden Preis. Es werden absolute Mondpreise für Gold und Silber an irgendwelchen Punkt gemacht. Und wir wollen halt jetzt mit Goldaktien überproportional daran verdienen. Zum einen, dass man kein Gold und Silber verkaufen muss für seinen Lebensstandard, weil das ist ja wirklich eine Krisenwährung. Man kann A davon leben und B davon noch mehr Gold und Silber kaufen. Das findet dann in der Frühphase statt. Das sind eine Ver-25-fachung im Schnitt vielleicht. Und die Gold- und Silberaktien, Gold und Silber selbst, seine Maximalkaufkraftpunkte erreichen. Also es steigt ja noch um das Vierfache, aber dann sind Goldaktien vermutlich aufgrund der Eingriffe Schwierigkeiten auch nicht mehr so interessant, würde ich sagen. Die sind nur in der Frühphase, also jetzt interessant. Und ja, also wenn diese Maximalwerte erreicht sind, Sie wissen, das sind 8.000 Kaufkraft für Gold wird geschätzt und Silber mindestens 300 Kaufkraft. Aber das kann dann auch schnell implodieren. Das muss man dann schnell reinvestieren in produktive Assets. 1980 war es zum Beispiel Berkshire Hathaway, Top-Standard-Aktien, sonst was. Diesmal sind es vermutlich auch, sofern die Börse noch funktioniert, auch Top-Aktien, Top-Fonds und vielleicht auch eben einfach schlicht und einfach gute Mietshäuser, who knows, mit einer hohen Rendite, die sind ja auch dann billig, wie wir ja nachgewiesen haben, oder auch andere ganze Business unter Umständen. Also wenn man jetzt, das heißt einfach nur von den Charts her, nur von der Grundüberlegung, man muss jetzt einmal $200 investieren in Goldaktien, wächst, kauft davon mehr Gold und Silber und reinvestiert das ab in den ökonomischen Nullpunkt in top produzierenden Asset, ganz klassisch, hat man langfristig 1 Million Kaufkraft. Das ist die Überlegung, die dahinter steckt. Und das ist auch die Ableitung aus den 1970er Jahren, wie man da hätte optimal investieren. Wie gesagt, ich finde die Gedanken interessant. Man könnte sagen, geht vielleicht ein bisschen weit, aber ich denke, wenn Ruhe ins Investmentleben einkehren muss, muss man diese langfristigen Zyklen machen. Denn Sie wissen ja, die meisten Trader und so, die kurzfristige Entwicklung mit Teilnehmen, die verlieren ihr Geld. Wichtig ist meiner Meinung nach, diese Ereignisse maximal zu partizipieren und dann wechseln in die andere Assetklasse und dann im Prinzip nichts machen. Und meiner Meinung nach ist hier wirklich das langfristige Investieren und grundsätzliche Betrachtung key. Und das bringt auch viel mehr, wie Sie es auch einfach sehen. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen eben solche Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu sortieren, Potenzialfaktor zu errechnen aus der Anzahl der Unzengrad des Goldes, Länderrisiko. Exit-Strategie ist auch dabei. Wenn Sie sich für den Report interessieren, finden Sie mehr Informationen, wo Sie ihn kaufen können, im YouTube-Video unten. Einlagen von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft. Also die sind zu jeder Zeit, auch in der Finanzkrise und so weiter, an Gold und Silber gekommen. Es ist auch so, eine Überweisung schon ist im Zollfreilager in der Schweiz, keine Mindestinvestitionssumme und sie sind auch wirklich sehr, sehr günstig vergleichsweise, wenn man das mit anderen Händlern und so vergleicht. Also meiner Meinung nach sollte man sich angucken. Die Beratung ist auch sehr, sehr kompetent und sehr freundlich. Kann man ruhig mal anrufen, sich beraten lassen. Falls man sowas noch nicht hat, als Element sollte man sich sicherlich auch angucken. Finden Sie auch im Video unten verlinkt. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, wenn Ihnen das Thema Video soweit gefallen hat, meinen Kanal vielleicht zu abonnieren, vielleicht auch ein Like geben, weil es für den YouTube-Algorithmus auf die Sprünge helfen. Nochmal vielen Dank also und bis zum nächsten Mal.